Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr werdet euch jetzt fragen, was sind das für Sets und was haben die gemeinsam? Meine lieben Damen, ich wende mich auch an euch. Ich empfange nach wie vor sehr gerne Zuschriften mit Anfragen, aber ihr müsst verstehen, es ist jetzt ein bisschen komplizierter. Also mehr dazu in einem separaten Video. Aber ja, wir haben heute ein paar nette Sets hier vor uns aufgebaut. Und zwar wollten wir euch die zeigen. Es sind die Sets, die Rita und ich zu unserer Hochzeit geschenkt bekommen haben. Es war wirklich total lustig und interessant. Ja. Wir wollten ursprünglich eigentlich einen Lego-freien Tag machen. Wir haben gesagt, okay, es gibt an dem Tag kein Instagram, kein YouTube. Wir wollen uns wirklich voll und ganz auf uns zwei konzentrieren. Und dann, ja, ihr wisst ja, wie das ist, dann kamen die Geschenke so reingeflattert und wir haben die meisten zwar erst dann später zu Hause aufgemacht. Aber als wir dann diese Sets von unseren Freunden gesehen haben, da mussten wir dann wieder an euch denken, deswegen haben wir auch dieses Posting abgesetzt mit einem Foto von uns, weil uns das dann eigentlich im Nachhinein trotzdem sehr gefreut hat, dass das auch unsere geladenen Gäste auf der Hochzeit zum Teil brav unsere Videos schauen und immer da live mit dabei sind. Und ja, deswegen haben Rita und ich heute mal diese Sets geschnappt, die wir euch jetzt kurz zeigen wollen. Und wir haben uns gedacht, wir stellen euch die vor. Erstens mal, vielleicht interessiert es euch überhaupt, was wir bekommen haben. Und zweitens, vielleicht heiratet ja auch bei euch im Umfeld jetzt dann jemand, der ein Lego-Fan ist. Ja, das wäre natürlich vielleicht nicht so schlecht. Und da kann man sich ja dann vielleicht von diesen Geschenken was abschauen, wer weiß. Fangen wir doch mal mit einem wirklich passenden Set an. Oh ja. Und zwar ganz interessant, wir haben das Set, ich glaube, bei der Hochzeit ungefähr 5-mal bekommen. Es war der Wahnsinn, zum Teil zusammengebaut, zum Teil noch original in der Schachtel drin. Es ist das Lego Hochzeitsspezial, ein wirklich putziges Set, ein Set. Super. Hier, wenn ihr es nicht kennt, das ist Rita und das bin ich. Jetzt noch ein bisschen weiter zur Kamera. Hier mit der Hochzeitstorte. Ich halte schon den Ring in der Hand. Das Tolle an diesem Set ist, es gibt ja auch mehrere Frisuren, die man wechseln kann. Jeweils 3 Frisurenfarben. Also die Frisur an sich ist immer die gleiche, aber 3 Frisurenfarben. Und der Bräutigam könnte auch optional anstatt einer Frisur einen Zylinder aufhaben. Ja, was auch sehr stylisch ist, finde ich. Natürlich. Aber das ist wirklich ein total nettes Set. Ja. Ich finde auch diese Lampen hier oben sehr süß. Hier seht ihr das, genau. Diese Leuchter sind sehr süß gemacht. Auf der Hinterseite seht ihr die Hochzeitstorte mit den ganzen Muffins. Wir hatten auch eine coole Hochzeitstorte. Oh ja. Also ich werde mal schauen, ob ich da ein Bild davon auftreiben kann. Vielleicht blenden wir euch das dann ein. Also wirklich ein sehr nettes und tolles Set, welches in unserer Stadt sicher einen guten Platz finden wird. Und wie ihr seht, also falls ihr euch fragt, wie das geht, die Figuren können sich eben so drehen. Die sind auf so, wie nennt man das, Drehplatten drauf? Ja, so Turntables, glaube ich, nennt man die im offiziellen Bricklink-Jargon. Ich finde, das hört sich eher nach DJ an. Ich meine, der war auch da, aber trotzdem. Genau. Wirklich toll. Also das war schon mal ein Highlight. Ja. Dann geht es weiter mit einem Set, welches ich selbst nicht kannte. Nein. Es ist das Lego Sparschwein. Ist das nicht cool? Wirklich hier oben sogar mit einem Schlitz, wo dann für uns beide auch sogar Geld drinnen war. Ja. Also ganz fantastisch. Das Einzige ist, das Schweinchen hat auf der Unterseite kein Loch oder keinen Stöpsel, wo man das Geld dann rausziehen kann. Man muss hier ein bisschen zerlegen, aber dann bekommt man die Geldscheine auch ohne weiteres wieder raus. Hier mit den coolen Augen, die sich sogar drehen lassen. Das sollte ja als Lego-Fan kein Problem sein, dass man das zerlegt und wieder zusammenbaut. Ja, also hoffe ich doch. Also ich habe das gemacht und wieder zusammengebaut und dann habe ich so zusammengebaut, dass dieser Geldschlitz hier nicht mehr vorhanden war. Da hatte ich dann ein Problem und musste erst in der Anleitung nachschauen. Aber es ist ein total solides Teil und irgendwie, das kann man, glaube ich, auch aus 10 Metern Höhe auf den Boden fallen lassen.
Und es sind sehr Wir probieren viele es nicht rote aus. Steine drin. Ja. Wir werden es nicht zerlegen, denn wir halten es in Ehren, das ist ganz klar. Aber falls jemand viele rote Steine benötigt, dann ist Wer das weiß. eigentlich auch eine Option. Hier auch mit den Würstchen als Oh ja, als Augenbrauen Augenbrauen. So und süß. die coolen Ohren und die Nasen, die Rüssel. Und hinten der Schwanz ist so aus Technikteilen gebaut. Der ist auch total cool. Also hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Also wirklich, ja. Dann noch ein kleines Set, bevor wir zum grandiosen Abschluss kommen. Wir haben hier so eine kleine, ich glaube, das kommt ursprünglich aus einem Creator-Set, Lokomotive bekommen. Warum? Ja, weil ich, genauso wie Rita übrigens, ein großer Eisenbahn-Fan bin. Und vielleicht, viele von euch schreiben ja immer, wir sollen ein Eisenbahnmuseum machen. Vielleicht wird da diese Lok hier sogar dann irgendwo dort Platz finden. Also gefällt mir auch sehr gut. Hat mich auch wirklich gefreut, denn die Leute dürften unsere Videos auch etwas genauer anschauen, da sie das sonst ja nicht wissen, da ich ja das noch nicht so oft erwähnt habe, dass mir Eisenbahnen ganz besonders am Herzen liegen. Also ja. kaum erwähnt. Und dann geht es weiter zu Genau. Ritas Dann Set, was starten wir sie mit noch diesem bekommen Set. hat. Zuerst vielleicht mit dem kleineren Teil, oder? Ich halte es mal so halb schräg in die Kamera, damit sich die Zuseher darauf einstellen können. Sehr gut. Also das besteht aus 2 Teilen und wie ihr hier hinten seht, ich finde das so ein nettes Detail, denn hier auf dieser kleinen Bank hinten mit einem Partyhut sitzt der kleine François. Ja, er ist natürlich auch geladen auf der Ja, Hochzeit, natürlich. das ist ja ganz klar. Ich glaube, der wird jetzt dann da eine Tasse Kaffee mit einem kleinen Kuchen essen. Hat auch so einen coolen Luftballon. Partyhut auf. Ja, so süß. Also wirklich, wirklich nett. Auch, dass an ihn gedacht wurde, finde ich super süß. Ganz klar, er ist ja auch ein Star. Und viele von euch wollen ja auch, dass er wieder mal vorkommt. Aber Ja. da müssen wir dann wieder mal ein Harry Potter Video machen, denn das Stimmt. ist seine Spezialität. Also zu dem Kleinen gehört natürlich auch dieses größere Gebäude. Ja. Es ist Cinderellas Schloss, glaube ich, hier mit dem goldenen, oder nein, das ist kein goldener, ein gläserner Glasschuh. Stiefel, ein Glasschuh, genau. Genau, Und du hast dieses Set bekommen, weil weil ich ein riesen Disney-Fan bin. Ich Ganz weiß, genau. habe ich, glaube ich, auch kaum erwähnt. es ist bei diesem Set auch übrigens auch eine Figur dabei, die aber in den Friends-Dimensionen gehalten Stimmt. ist. Deswegen haben wir die schon mal beiseite gelegt. Aber auch die Hinterseite ist total nett hier mit diesem Bettchen und Oh hier ist ja. ein Ofen drinnen. Und im oberen Bereich kann man sich schminken. Da ist, glaube ich, das Badezimmer sogar mit einer Toilette und einem Spiegel. Ich finde, das ist so nett gemacht, Und wirklich. hier haben wir auch noch weitere Partygäste in Form einer schwarzen Katze Genau. und einem Hund. Ich glaube, das ist der Lucifer, die schwarze Katze. Der Hund, da bin ich mir nicht so sicher, wer Also das einen sein soll. Hund habe ich bei einem Cinderella-Film noch nie gesehen, aber vielleicht müssen wir uns den auch wieder mal anschauen. Keine Ahnung. Ich finde auch, das ist eine gute Idee, den müssen wir vielleicht nochmal Müssen wir noch mal sehen. Dann haben wir noch, das ist eigentlich jetzt nur die Verpackung, wo Teile dieses Sets drinnen waren, haben wir bekommen. Aber ich finde das so cool. Ja, Und- das ist jetzt. In diesem Karton war auch was ganz was Besonderes Oh ja. von allen Seiten. Dann wisst ihr nämlich, worum es hier geht. Wir fahren bald ins Legoland Deutschland. Oh mein Und Gott! ja, das ist so. Wo sind eigentlich die Gutscheine hin? Hoffentlich hast du die nicht Ja, die habe ich irgendwo schon. verloren. Nein, die habe ich schon gut verstaut, damit sie nicht verloren geht. Das ist ja mal sehr gut. Also, wir beide dürfen als Hochzeitsreise ins Legoland fahren. Also, was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Das passt ja wirklich Ja. wie die Faust aufs Auge. Da werden wir schon sehr bald hinfahren. Wir übernachten Ja. sogar dort. Ja. Ich glaube, in einem ist unbegreiflich. Burgzimmer. Das wird, also, ich könnte mir nicht, wir hatten ursprünglich ja mal vor, auf Hochzeitsreise nach Hawaii zu fahren. Und das ist aber wegen den aktuellen Umständen leider Ja. nichts geworden. Aber das macht nichts. Das Legoland ist eigentlich Ist die ja viel noch bessere besser. Idee. Ja, also da werden wir Ja. bald vor Ort sein. Vielleicht zücken wir sogar das ein oder andere Mal die Ganz Kamera. sicher.
um euch zu berichten, wie es dort momentan so abläuft. Vielleicht haben viele von euch auch vor, jetzt im Sommer noch ins Legoland zu fahren, sind aber ein wenig unsicher, weil sie nicht wissen, wie das dort dann so ist und ob alles geöffnet hat. Deswegen checken wir das aus. Wir werden das für euch rausfinden und verbringen dann einen wunderbaren Honeymoon. Ich habe mir schon das Zimmer angesehen, ich habe mir schon den Fabriksverkauf angesehen, also es wird ganz, ganz wunderbar. Ich glaube auch. Also was soll ich dazu sagen? Alles in allem auf jeden Fall, das möchten wir nochmal betonen. Vielen, vielen lieben Dank für eure netten Worte. Das war wirklich umwerfend. Ihr habt uns so viele Zuschriften geschrieben, dass wir Tage gebraucht haben, alle erstens mal durchzulesen und dann auch zu beantworten. Es war der absolute Wahnsinn. Und ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr so hinter uns steht und auch hinter unserem privaten Plänen, wenn man das mal so nennen darf. Bauplänen. Rita ist jetzt noch glücklicher als zuvor. Also sie war zuerst schon nicht so schlecht drauf die meiste Zeit und jetzt strahlt sie nur mehr. Wir hatten jetzt natürlich in der letzten Zeit sehr viel um die Ohren mit der Und es war nicht ganz so einfach, könnt ihr euch natürlich vorstellen. Ja. Aber und dann hat es auch noch geschüttet an unserem großen Tag. Also es war eigentlich von den Voraussetzungen her schlecht, aber ich muss sagen, alleine diese Kommentare und auch eben, also die Sterne standen nicht besonders gut. Es war immer wieder mal in der Schwebe, ob die Hochzeit überhaupt stattfinden darf. Ich war am Tag der Hochzeit am Morgen noch schnell in einem Einkaufszentrum was besorgen und habe mich dann in der Parkgarage aus meinem Auto rausgesperrt. Also es war wirklich nicht ziemlich stressig, dann zum Standesamt zu kommen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber es hat dann alles wirklich gepasst und wir haben tolle Musik gehabt, eine super coole Hochzeitstorte, auch das Essen war sehr schön. Wir haben jetzt neue Ringe, ich bin jetzt auch beringt, ich bin das ja gar nicht gewohnt, im Normalfall trage ich keinen Ring, auch Rita glänzt hier. Also die Stimmung war sehr gut, wir haben gut gegessen, gut getrunken und wir sind dann am Abend ins Bett gefallen und haben uns gedacht, oh, so schön, dass das so abgelaufen ist. Und es war perfekt. Ja. Also im Endeffekt hat dann trotzdem alles gepasst und wie gesagt, wir haben uns allein über diese Sets schon so gefreut, über unsere Reise. Und eben, muss ich auch wirklich sagen, über die ganzen lieben Kommentare. Denn das war das, was wir uns eigentlich überhaupt nicht so wirklich erwartet haben. Und das war, also am nächsten Tag konnte ich kaum ohne Taschentuch noch irgendwas weiterlesen, denn irgendwie war sonst alles unter Wasser. Ja, also Rita hat sie dann die Nerven ein wenig weggeschmissen, aber im guten und im positiven Sinn, da einfach alle Leute so lieb zu uns waren. Und auch natürlich wir haben wirklich, ich sag's noch einmal, hunderte Zuschriften bekommen und es war einfach der absolute Wahnsinn und hat uns so sehr gefreut. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir setzen uns mal kurz hin und zücken die Kamera und schauen uns ein paar der Highlights dieser Hochzeit, was natürlich hier vor uns steht, die Highlights mit euch an. Wie gesagt, in der nächsten Zeit kommen wir dann mal auf Besuch ins Legoland. Und uns bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als uns nochmal in aller Form und von Herzen bei euch zu bedanken. Ich sage nochmal, ich habe dann eigentlich während der Hochzeitsfeier hatte ich mein Handy nicht bei mir, weil es war in meinem Sakko und auf der Feier war es ziemlich warm. Da habe ich dann etwas legerer nur mit Hemd getanzt, Hemd und Gilet. Also Rita war wirklich, die wusste gar nicht, welches Kompliment sie mir noch machen sollte. Und ich habe dann immer wieder mal, wenn ich hinten war, was trinken, kurz geschaut, ob alles in Ordnung ist und ob, mein Handy, wer hätte das stehlen sollen? Wir waren ja eine geschlossene Gesellschaft und unsere Freunde hätten das nicht getan, aber ich habe dann zweimal auf mein Handy geschaut und habe dann immer von YouTube und von Instagram und so weiter die Benachrichtigungen bekommen, wie viele ungelesene Nachrichten wir schon haben und das wurden einfach immer mehr und freut uns total. Wir können es gar nicht anders ausdrücken. Wir haben jetzt ein paar Tage gebraucht, um uns wieder ein bisschen zu sortieren und auch ein wenig zur Ruhe zu kommen.
Aber wie ihr es gewohnt seid, werden dann Wir wieder natürlich durchstarten. in nächster Zeit wieder einige Videos kommen, hoffentlich auch wieder viele Stadt-Updates. Oh, Da haben ja. wir schon große Lust drauf. Es sind schon viele Steine wieder in Kisten fix und fertig verpackt für die Lego-Stadt vorbereitet. Also wenn wir da dann demnächst mal wieder Zeit haben, da gibt es auch wieder ein Update für euch. Da bin ich schon sehr drauf gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und in dem Sinne, wie gesagt, vielleicht haben wir euch auch ein bisschen weiterhelfen können für diese oder jene Feierlichkeit, für den einen oder anderen Lego-Fan. Das wäre cool. Und ja, das war es einmal von unserer Seite. Wir melden uns bald wieder. Je nachdem werden wir sehen, ob zuerst mit einem Stadtupdate oder schon mit dem Video aus dem Legoland. Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall super werden, egal was kommt. Und ja, danke nochmal und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns sehr. Tschüssi. Tschüss.